Angst, dass dir die Kamera aus der Hand rutscht? Peak Designs Handschlaufe soll dagegen helfen. Ob das funktioniert, probiere ich für dich aus. Ja. Hi, hier ist wieder Sandra von Foodcat. Heute mit einem etwas anderen Video, und zwar zum Thema Kamerazubehör. Ich habe mir ja extra für euch hier die Kamera gekauft und ein bisschen Sorgen, wenn ich die einfach so in der Hand halte, dass ich sie fallen lasse. Also bin ich heute in den Fachhandel meines Vertrauens und habe mir diese Handschlaufe gekauft. Die ist von Peak Design und heißt Cuff, kostet so um die 30 Euro. Und ich denke mal, das ist eine gute Investition, wenn man bedenkt, wenn man die Kamera auf dem Fußboden aufsammeln kann und damit das Wuchern verhindert werden. Probieren wir es aus, oder? Ja, für den Test heute habe ich euch hier meine alte Kamera mitgebracht, weil mit der anderen filme ich ja gerade. Das ist die Sony HX60V und die wird gleich hiermit ausgestattet. Wir packen das jetzt mal zusammen auf, damit ihr seht, was so drin ist, und montieren das jetzt mal hier in der Kamera. So, also im Endeffekt hier haben wir den Cutter. Da seht ihr hier, der Name heißt Cuff. Und das ist eine sehr wertige Verpackung. Also man hat hier so einen Magneten und hat dann hier auch die Schlaufe. Und hier seht ihr unten den Spezialteil, das ist der sogenannte Anker. Der Anker ist eine kleine Platte, mit der man dann Zubehör an- und ausstecken kann. Das heißt, hier kann man auch Gurte anschließen etc. etc. Ja, und ich mache das jetzt einfach mal auf. So, also aufmachen. So, und dann habt ihr hier das gute Stück. Da seht ihr, wie gesagt, hier den Anker und hier diese eigentliche Handschlaufe. So, machen wir das mal auf. Das heißt, hier seht ihr die Verpackung und okay. Da ist jetzt hier so eine Tasche dabei gewesen, um wahrscheinlich den Gurt zu transportieren. Jetzt müssen wir mal gucken, da ist irgendwas drin. Okay. Hier ist ein weiterer Anker drin. Da seht ihr genau, der hat hier so einen kleinen roten Ring drum und dann so eine etwas abgeschrägte Platte. Und das ist jetzt auch schon die 4. Generation von Ankern. Die hat jetzt hier so ein 3-Farben-System. Da ist außenrum ja wie so ein Nylonfaden und innen drin dann so Stahlfäden. Und je nachdem, welche Farbe das dann sichtbar ist bei der Abnutzung von diesem Faden, sollte man es austauschen. Also es gab zwischendrin mal eine dünnere Version, die V3. Die soll angeblich, weiß nicht, ab und an mal gerissen sein. Also wirklich sehr selten, aber sie ist gerissen. Und um das wieder entgegenzuwirken, ist das wieder dicker geworden mit der V4. Das heißt, man kriegt es nicht unbedingt mehr durch die Standardlöcher. Deswegen ist mir hier auch gerade entgegengefallen. Sind dann diese kleinen, wie nennt man das denn? Diese kleinen Dinge halt zum Dranmachen an die Ösen mitgeliefert worden. Wenn ihr jetzt aber so eine Sony-Kamera habt, dann ist es ja so, dass da schon diese Dreiecke mit drin sind. Und diese Dreiecke links und rechts, die eignen sich sehr gut, um sowas dran zu machen. Gut, jetzt habe ich hier, wie gesagt, den Strap an sich, den mache ich jetzt mal raus. Da ist hinten ein Draht dran. Und dann kann ich das hoffentlich einfach direkt hier rausnehmen. Okay, der Draht ist hier nochmal durchgefädelt. Und hier oben ist der Anker drin. Den Anker nehme ich jetzt einfach mal raus. Das geht dadurch, indem ich hier drauf klicke und dann den Gurt nach vorne schiebe. Und dann habe ich hier nur die Handschlaufe an sich und den Anker alleine. So, und der Anker ist ganz klassisch hier mit so einer Schlaufe befestigt. Das muss ich gerade mal durchfädeln. So, hier seht ihr dann den Anker als volles Stück. Das heißt, er hat hier diese Schlaufe und hier vorne diesen kleinen Nippel. Und ganz klassisch nach diesem Lied, Nippel durch die Lasche ziehen, ist das hier jetzt ganz klassisch. Hier habe ich hier eine Öse an meiner Kameratasche und da kann ich jetzt hier diesen Nippel durchmachen. Einmal durch diesen Ring durchgehen und festziehen.
So, jetzt habe ich hier so ein lustiges Ding dran. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das heißt also, das ist ein Anker an der Kamera. So, jetzt brauchen wir natürlich nicht unbedingt einen zweiten. Jetzt habe ich es natürlich auch genau an die falsche Seite festgemacht, aber das ändern wir gleich. Also genauso gut kriegt ihr die natürlich auch wieder ab, indem man wieder hier zieht, einmal durchfädelt und wieder rauszieht. Dann machen wir wieder hier rein und rein, rein, durchziehen. So. Das heißt, ich habe jetzt hier den Anker an der Kamera befestigt. Das heißt, ich nehme jetzt den Gurt, hier die Handschlaufe und versuche es mal dran zu wickeln. So, Moment. Das heißt, ich kann hier direkt diese kleine Platte hier festschieben, bis es Klick macht. Ihr habt das gehört, das hat Klick gemacht. Ganz wichtig, so weit schieben, bis es Klick macht, dass es auch einrastet. Und jetzt hängt die Kamera an der Handschlaufe schon fest. So, die Handschlaufe ziehe ich jetzt einfach mal an. So. Und da seht ihr, ihr könnt das hier justieren mit diesem, Moment, ein bisschen weiter vor, mit diesem Hebel. Gut, damit ihr das auch ein bisschen besser seht, gehe ich jetzt noch ein Stück weiter weg und wir probieren das gleich mal aus, ob das hält. So, wir haben ja hier den Gurt dran gemacht und jetzt geht es darum, ob der Gurt, wie der so funktioniert und wie man den feststellen kann. Ich mache mal eins, ich ziehe den Gurt erstmal ohne Kamera an. So, das heißt, ihr habt hier meinen Arm und ich ziehe jetzt ganz normal hier, wahrscheinlich mit der Oberseite hier, so mit da hier steht die Schrift drauf, das einfach mal hier fest. Und angeblich kann man jetzt hier das festmachen. Wahrscheinlich ist mein Arm auch ein bisschen dünn. Aber hier ist ein Magnet drin, also den spürt man auch. Ist nur die Sache, wie rum man den wickeln muss, damit das auch hält. Man müsste ja hier, also hier seht ihr, das hält an dem Magneten fest. Aber mein Arm ist ein bisschen dünner als die Werbearme, die man immer so sieht. Ich muss also nochmal ausziehen und gucken, wie ich den Magneten am besten so hinkriege, dass ich das etwas besser wickeln kann als jetzt hier. Moment. Das heißt also, der Magnet ist im Moment an dieser Position. Und der müsste eigentlich, damit es besser passt, müsste er hier ganz außen hin. Oder? So. Oder auf die andere Seite ganz außen. Probieren wir es aus. Also Hinweis, wer dünne Arme hat, muss man wahrscheinlich den Magneten öfters verschieben. Das geht angeblich, indem man hier so ein bisschen drückt. So, das probieren wir jetzt mal aus. Ich drücke. Noch bewegt sich nichts. Ah, doch. Also ihr müsst dann immer so nachziehen. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, da spule ich auch gerne ein bisschen vor. Gut, ich habe jetzt den Magnet darüber gefrümmelt. Der ist jetzt in dieser Position hier, also ganz außen von diesem Nylonband. Das andere war natürlich ein bisschen schöner, da war hier Leder, aber ich mag einfach schwarz lieber als dieses hellgrau. Wenn es natürlich in braun mit schwarzem Band gegeben hätte, also mit dem braunen Leder und schwarzen Band, dann hätte ich das gerne genommen. Also wenn ihr jetzt seht, ich habe das jetzt hier so drum und versuche jetzt hier den Magneten zu befestigen. Aber irgendwie mag das anscheinend nicht doppelt gewickelt werden. Das ist natürlich echt blöd. Das heißt, ich kann das dann nur so anziehen. Was jetzt zwar nicht unbedingt praktisch ist, wenn man ganz dünne Arme hat, aber die meisten da draußen haben wahrscheinlich etwas dickere Arme am Handgelenk als ich. Also es ist wirklich sehr schmal. Und wenn man jetzt so guckt, so die Herrenarme, die jetzt abgebildet sind. Also liebe Männer da draußen, ihr werdet damit kein Problem haben. Außer ihr seid ziemlich dünn, dann
Also wenn ihr so um die 60 Kilo wiegt, dann vielleicht habt ihr das so ungefähr wie ich auch. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich kann das jetzt hier festmachen. Steht halt ein bisschen ab. Aber sagen wir mal, ist es aus dem Weg. Ich würde die jetzt sowieso im Dauerbetrieb nicht unbedingt, also wenn mein Urlaub läuft oder so, hier die ganze Zeit so festgeschnallt als Armband tragen. Das ist zwar der schöne Effekt, den man machen kann. Mir ist es aber wichtiger, dass die Handschlaufe meine Kamera sicher hält und nicht die Ästhetik der Handschlaufe an meinem Handgelenk. Aber für Leute, die jetzt breitere Handgelenke haben als ich, ist das natürlich eine Option. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Handschlaufe an meinem Handgelenk und die Kamera auf der anderen Seite. Hier mache ich wieder diesen Trick mit dem Nippel. Das heißt, durchdrücken und dann halt nochmal zur Prüfung hier nochmal sich feststellen. So, und was jetzt ja der Punkt ist, dass man sagt, ich habe meine Kamera hier, ich fotografiere und dann kommt jemand und ich lasse sie fallen. Ja, das hat schon mal funktioniert. Also, ich gehe mal ein Stück zurück. Heißt, ich mache ein Foto. Keine Ahnung, wer von hinten angerempelt. Oder von der Seite. Und das ist genau das, was ich eigentlich haben wollte. Also eine Variante, um sicher die Kamera zu halten, ohne dass sie mir aus der Hand fliegen kann. Und wie gesagt, wenn man dann da doch ein bisschen Angst hat um seine Kamera, kann man natürlich auch zusätzlich noch einen Gurt anziehen und man hat die Kamera in der Hand. Was natürlich auch praktisch jetzt, ich gehe nochmal ein Stück zurück, ist, dass man die Kamera auch hier am Handgelenk tragen kann. Die baumeln zwar jetzt hier unten rum, aber es ist trotzdem angenehm zu tragen. Kann man hier auch in diesem was feinjustieren an dem Band. Und dann hat man den Vorteil, man kann die Kamera auch so tragen, dann nimmt man sie hoch, macht fest und macht das nächste Bild. Also, das ist einfach. Und dann kann man sagen, okay, ich gehe wieder rein, mache ein Foto und lasse die Kamera einfach wieder an der Seite fallen. Dann kann ich was auch immer mitmachen, kann man meine Nase putzen, ein Haargummi richten, was auch immer. Ja, das war das kurze Unboxing und Testvideo zu dem Cuffs. Ich muss sagen, es funktioniert. Ob es natürlich den Langzeittest durchhält, das sehe ich dann im nächsten Urlaub. Der ist natürlich in der aktuellen Situation wahrscheinlich erst frühestens im Oktober oder nächstes Jahr. Ja, aber wenigstens habe ich hier im Umgang mit dem Dreh das gute Gefühl, dass mir die Kamera nicht aus der Hand fliegen kann. Und der Vorteil ist halt dadurch, dass man zwei dabei hat, kann man natürlich auch sagen, ich mache das eine an die eine Kamera und das andere an die andere und kann dann auch mehrere Kameras mit dem gleichen Gurt bedienen. So, jetzt zum Schlusswort, was eh keiner guckt. Ich muss sagen, für 30 € ist das super. Ist von der Qualität her wirklich stabil verarbeitet. Und man lässt die Kamera, wie gesagt, nicht fallen. Und ich kann jetzt hier mit euch reden, ohne dass irgendwas passiert, weil die Kamera ist sicher an meinem Handgelenk verstaut. Und zum Beispiel, wenn ihr irgendwie zwischendurch noch irgendwas habt, was ihr mitnehmen wollt, eure Haare richten, keine Ahnung, dann könnt ihr das tun. Wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Kameras haben möchtet und Kamerazubehör und wie ich damit umgehe und wie mein Setup ist, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen und über ein Abo, denn ich bringe immer wieder neue Videos raus und mit spannenden neuen Themen und ich hoffe, ihr seid dabei. Also, bis zum nächsten Mal.